Das ist ein Minischleifer, ein sogenannter Dremel. Und so einer darf wirklich in keiner Werkstatt fehlen. Gerade für kleine und filigrane Arbeiten ist der wirklich toll. Aber wenn man wirklich richtig massiv Materialien bearbeiten will, dann braucht man ein richtiges Männerwerkzeug, einen sogenannten Gradschleifer. Und diese Gradschleifer bieten wirklich unglaubliche Möglichkeiten. Schleifen, polieren, fräsen, Oberflächen bearbeiten, an Stellen arbeiten, wo man niemals gedacht hat, dass man da überhaupt hinkommt. Aber mit so einem Gradschleifer kann man auch unglaublich viel verkehrt machen. Gerade diese Fräser ruinieren sich viele innerhalb kürzester Zeit. Und es gibt auch viele Werkzeuge, die kann man an einem normalen Gradschleifer überhaupt nicht benutzen. Ich habe heute für euch ohne Ende Werkzeuge für den Gradschleifer rausgesucht. Und dabei sind so tolle Möglichkeiten. Und die gucken wir uns alle an. Und ich zeige euch die häufigsten Fehler und ich zeige euch die Sachen, die man niemals machen sollte. Und außerdem nehme ich euch mit in die unglaubliche Welt des Gradschleifers. Und im Prinzip ist so ein Gradschleifer ein ganz normales rotierendes Werkzeug. Und viele erzählen mir immer wieder, ich nehme ganz einfach meine Bohrmaschine, spanne mir da den Fräser ein, da kann ich auch mitarbeiten. Und das funktioniert in der Praxis meistens sehr, sehr schlecht, weil eine Bohrmaschine gar nicht die Drehzahl hat. Weil so ein Kumpel hier, der hat zum Beispiel 27.000 Umdrehungen. Dieses Gerät hier hinten hat sogar 30.000 Umdrehungen. Und das braucht man auch, um mit so einem Fräser vernünftig arbeiten zu können. Und der nächste ganz große Unterschied ist natürlich, wir haben hier diesen langen Hals. Der lange Hals ist unglaublich praktisch, damit man auch in Bauteile reinkommt, dass man auch an Stellen schleifen kann, arbeiten kann, wo man sonst nicht hinkommt. Gleichzeitig ist die Welle hier aber auch gelagert. Das heißt, hiermit ist wirklich eine axiale Belastung möglich. Das sollte man mit einer Bohrmaschine tunlichst vermeiden. Wenn man also in eine Bohrmaschine hier zum Beispiel so einen Schleifer einspannt und damit schleift und wirklich richtig Druck ausübt, das kann man hier natürlich richtig gut mit, weil man hier vorne anfassen kann. Gerade bei dem Modell hat man hier einen richtig schönen Griff. Dann kann man massiv drücken und diese Belastung, diese axiale Belastung, dafür ist so ein Gerät gerade ausgelegt. Und das ist der ganz große Unterschied bei solchen Gradschleifern. Und auch bei den Gradschleifern gibt es wirklich eine tolle Entwicklung. Früher hat man die sehr schwer bekommen, darum habe ich auch so viele davon. Ich habe mir früher mal das Milwaukee-Gerät gekauft. Das hat 200 € gekostet, war also relativ teuer. Ist relativ schwer, unhandlich, da gibt es heute deutlich bessere. Ist aber so 10, 12 Jahre alt, funktioniert immer noch gut. Parkside-Gerät, wenn die mal so 40 € kosten, kann ich die wirklich empfehlen. Sehr günstige Geräte und bei mir funktioniert der seit 2 Jahren. Und mein Favorit ist hier vorne das Weldinger Gerät. Der liegt gut in der Hand, der vibriert nicht stark, der ist sehr leicht mit unter 2 Kilo. Den kann ich also wirklich empfehlen, wer da einen Gradschleifer sucht oder so, der ist da sicherlich richtig aufgehoben, kriegt ein qualitativ gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis. Alle Geräte sind hier drehzahlreguliert. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ein Gradschleifer ohne Drehzahlregulierung macht überhaupt keinen Sinn. Also es gibt da zum Beispiel auch die beliebten Geräte von Makita, die Akkugeräte. Damit kann man dann aber nur fräsen. Und wer will mit einem Gradschleifer schon nur fräsen? Es gibt da so viele tolle andere Möglichkeiten. Die meisten, die sich so einen Gradschleifer kaufen, die merken relativ schnell 2 Sachen. A, solche Fräser sind alles andere als bezahlbar. Wenn man da eine gute Qualität haben will, ist man schnell 20, 30 € los. Und dann schlagen die Fräser schnell und dann reißen die auch relativ schnell ab. Und das ist gerade bei so teuren Fräsern natürlich extrem ärgerlich. Punkt Nummer 1 ist eine ganz einfache Lösung. Ich habe hier Fräser, die ich verwende. Die kosten zwischen 5,99 € und 7,99 €. Damit kann man wirklich toll arbeiten. Die haben wirklich eine tolle Qualität. Ich zeige euch so ein bisschen nebenbei, was ich damit alles gefräst habe. Und Punkt Nummer 2, warum schlägt der Fräser? Da gibt es 2 Gründe. Erstmal wird mit einer viel zu geringen Drehzahl gearbeitet. Gerade viele Leute meinen, sie arbeiten feine Sachen ab und dann nehmen sie eine geringere Drehzahl. Absoluter Blödsinn. Ich nehme hier immer 5 bis 6 an Stufen. Also 6 ist maximal 27.000 Umdrehungen, 5 ist dann dementsprechend geringer, kann man hier wahrscheinlich auch nachlesen, ja, wären 22.800 Umdrehungen. Und mit der geringeren Drehzahl nehme ich zum Beispiel diese 10 mm Durchmesserfräser und mit der maximalen Drehzahl nehme ich diese ganz kleinen Fräser. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist wirklich, wie man jetzt mit dem Fräser arbeitet. Ich arbeite nie mit Druck.
Das heißt, ich habe maximal so dieses Eigengewicht, lasse den Fräser arbeiten. Wenn man hier anfängt zu drücken, dann fängt das Ganze auch an zu schlagen. Die meisten haben es immer eilig, wollen auf die Schnelle was haben. Das ist eine maximale Belastung für den Fräser. Damit glüht man so einen Fräser relativ schnell aus. Wenn man den Fräser einfach arbeiten lässt, das heißt, ich drücke hier vernünftig an meinem Gradschleifer, habe hier auch, dass ich den wirklich fixiere, dass der auch nicht so einfach schlagen kann. Und dann lasse ich den ganz vorsichtig arbeiten, gebe so ein bisschen die Richtung vor und das funktioniert wirklich super. Dann schlägt nichts an diesem Fräser und auch die Fräser haben auch eine extrem lange Standzeit, eine extrem lange Lebensdauer. Wenn ich mit so einer Fräserei, Fräsnaht, wie soll man das benennen, weiß ich nicht, wenn ich damit fertig bin und den Fräser anfasse, dann ist der wirklich auch kühl. Das heißt, der hat hier so eine leichte Verfärbung, nachdem ich ein paar Tage damit gearbeitet habe, aber der ist nie richtig heiß geworden und dadurch hat er auch wirklich eine extrem gute Standzeit. Ich habe hier diese Bohrungen einfach ausgefräst, einmal nach unten gefräst, einmal zur Seite gefräst. Ich habe hier einfach mal ein Vierkantrohr, also das ist 3 mm Vierkantrohr, das ist 2 mm. Das habe ich mal komplett abgefräst. Immer so eine leichte Bewegung vor und zurück, damit man auch eine gleichmäßige Abnutzung des Fräsers hat, dass der Fräser an einer Stelle auch nicht zu heiß wird. Und dann kann man hier einfach mal so ein Rohr abfräsen. Ist natürlich im Prinzip Blödsinn, zeigt aber, wie gut so ein Fräser funktioniert. Sowas funktioniert natürlich auch bei dickeren Materialien. Das ist hier 6 mm Stahl. Geht er auch durch wie Butter. Also bitte immer ohne Druck arbeiten und dann lässt man das hier einfach runterfräsen. Dann hat man hier einfach so ein kleines Langloch, so eine Einfräsung. Also es funktioniert wirklich super und auch im Edelstahlbereich geht das. Ich habe hier auch mal einen Edelstahl, das ist immerhin 3 mm Edelstahl, 1,4571. Ich habe immer eine Firma, da kriege ich immer so ein bisschen Restmaterial her. Ist immer, also V4A ist also eine maximale Belastung, das geht auch. Zwischendurch kommt natürlich mal ein Tropfen Öl an meinen Fräser ran und dann kann man hier wirklich schön lange mit den Fräsern arbeiten. Und das sind wirklich tolle Möglichkeiten. Ob man Langlöcher braucht, ob man ein Schlüsselloch braucht, ob man irgendwo eine Schweißnaht nachfräst. Man hat hier wirklich tolle Möglichkeiten, verschiedensten Bauformen, die es da gibt, je nachdem, was man braucht. Aber wie gesagt, mein ganz klarer Favorit ist dieser Fräser hier. Da kann man vorne mit der Rundung arbeiten, da kann man mit dem Durchmesser arbeiten. Der deckt im Großen und Ganzen wirklich alles ab, was man mit so einem Fräser und mit einem Gradschleifer machen kann. Und die Möglichkeiten, die sind wirklich toll und die sind wirklich rabiat. Das heißt, hier kann man nicht nur irgendwelche kleinen Spielzeugarbeiten durchführen wie mit so einem Dremel. Hier kann man wirklich massiv arbeiten. Und das sieht man natürlich auch an diesen kleinen Beispielen. Solche Schleifmops, auch Fächerschleifer genannt, bieten auch wirklich tolle Möglichkeiten. Es gibt da so unglaublich viele Varianten. Ich habe hier mal ein paar hergeholt. Damit kann man sich sein Gerät aber auch sehr, sehr schnell ruinieren. Denn solche Geräte sind auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Geräte sind nicht für diese extremen Durchmesser da. Dafür gibt es sogenannte Langsamläufer, mit denen man sowas wirklich toll machen kann. Da wüsste ich aber jetzt wirklich aktuell keine bezahlbare Variante. Mit den Geräten hier, mit dem kann man zum Beispiel maximal vom Hersteller die Angabe Durchmesser 27. Ich muss aber ehrlich sagen, ich nutze regelmäßig 40, 50, das geht. Und bei dem Gerät wird 40 angegeben. Kann man auch so 40, 50 mitarbeiten, habe ich nie Probleme gehabt, auch nicht von der Kraft. Aber diese ganz großen Durchmesser, die kann man damit nicht verarbeiten. Das funktioniert nicht. Da fehlt dann irgendwann die Kraft. Und gerade zum Beispiel auch solche großen Schleifmops hier zum Reinigen, zum Bürsten, die sind wirklich toll, wenn man das dementsprechende Gerät hat. Mit so einem normalen Gradschleifer kann man die nicht nutzen. Und es gibt auch diese schönen Schleifräder hier. Die sind zum Beispiel von Klingspor, ist wunderschön, um Oberflächen zu bearbeiten. Braucht man aber auch immer das richtige Gerät. So ein Schleifmop oder Schleifrad nennt Klingspor, die glaube ich, kostet um die 50 €. Ist also alles andere als günstig. Tolles Werkzeug zum Schleifen, ohne Frage. Aber man braucht auch immer das richtige Gerät dafür. Wenn man so einen normalen Gradschleifer hat, dann fangen viele an, die Drehzahl hoch zu regulieren. Beim Arbeiten geht sie dann runter und dann ruiniert man sich innerhalb weniger Minuten so einen Gradschleifer. Und ich weiß nicht, wie die Hersteller dann darauf reagieren, wenn man so eine Fehlanwendung hat. Wahrscheinlich werden es dies meistens nicht merken. Aber sollte man definitiv nicht machen. Das heißt, man sollte immer auf den Durchmesser achten. Ich bin bei solchen Geräten immer bei einem Durchmesser von maximal 40, 50 mm. Da kann man noch vernünftig mit arbeiten. Aber bei 80
80, 100 oder ich weiß gar nicht, was das hier dann ist, 120, 150 Millimeter. Da kann man mit den Geräten einfach nicht mehr arbeiten. Bei diesen Fächerschleifern gibt es die verschiedensten Varianten. Da hat man immer unterschiedliche Körnungen, je nachdem, was man da bearbeiten möchte, unterschiedliche Durchmesser. Das ist hier einer mit reinem Schleifpapier. Der ist halt da, dass man wirklich einen guten Abtrag erzielt und da eine Fläche herstellt, Kratzer, Macken rausarbeiten kann. Und dann gibt es die Variante mit Schleifvlies. Das ist halt mehr zum Polieren. Da hat man keinen richtigen Abtrag mehr. Und es gibt, das sind so meine Favoriten, diesen Mix daraus. Da hat man hier einmal den Vlies und einmal das Schleifpapier. Man hat noch einen leichten Abtrag und vor allen Dingen man kann Flächen schön wieder nacharbeiten. Das habe ich auch hier eingesetzt. Das kann man hinterher einmal rübergehen und dann kann man es fast gar nicht mehr filmen, weil es so massiv spiegelt. Und das war vorher ganz normales Material. Geht man einfach einmal rüber, hat so einen leichten Schliff, den man reinbringt und hat gleichzeitig die Möglichkeit zu polieren. Also wenig Abtrag, aber das sind gerade so fürs Nacharbeiten sind das so meine absoluten Favoriten. Aber da gibt es so dermaßen viele Varianten. Ich werde mal 2, 3 Varianten hier unter verlinken, aber man sollte wirklich immer auf den Durchmesser achten und man sollte natürlich immer darauf achten, was man machen will. Diese extrem großen Durchmesser, ohne Frage, tolle Werkzeuge. Auch so ein Schleifrad will ich definitiv nicht schlecht reden. Also bin ich auch ein Riesenfan, aber man braucht halt immer das dementsprechende Gerät und das beachten viele wirklich nicht. Was ich wirklich überhaupt nicht mehr nutze, sind sogenannte Schleifsteine. Die lösen sich auf. Den Staub hat man in der ganzen Werkstatt und vor allen Dingen auch in der Atemluft. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist wirklich, dass die geometrische Form nicht erhalten bleibt. Man kann da also nicht gleichmäßig vernünftig mit schleifen. Darum Schleifsteine nutze ich wirklich nur noch im äußersten Notfall. Ich benutze meistens solche Schleifringe. Da hat man dann immer einen Gummiträger. Das Ganze kommt da drauf und dann kann man da vernünftig mit arbeiten. Das ist so der absolute Hammer. Die gibt es von VSM. Kann man leider als Privatkunde nur sehr, sehr schwer kaufen. Ich habe mir gerade einen Schwung nachgeordert und damit kann man toll mitarbeiten. Das ist 50er Durchmesser. Damit habe ich eben gerade zum Beispiel diese Rundung hier innerhalb von Sekunden angeschliffen. Also es funktioniert wirklich toll. Bin ich ein Riesenfan von. Ansonsten gibt es die auch von Pferd in den verschiedensten Varianten. Da kann man so schön bei Amazon so Sets kaufen. Da ist dann immer ein Gummiträger dabei. Der Gummiträger hat dann auch einen 6er Durchmesser, einen 6er Schaft kann man hier einspannen und dann kann man da halt auch mit den verschiedensten Durchmesser arbeiten. Pferd hat da auch eine tolle Qualität. Gerade wenn man hier innen irgendwas nachschleifen muss, zum Beispiel habe ich an dem Rohr hier gerade mal die Längsnaht eingeebnet. Sowas funktioniert wirklich super. Also von Schleifsteinen bin ich schon seit Jahren wirklich weg. Ich nutze gerne Gummiträger, nutze Schleifringe, sollte man unbedingt mal ausprobieren. Die Schleifringe zersetzen sich halt wirklich nur minimal, da hat man deutlich weniger Staub, deutlich weniger Belastung in der Luft und man hat halt immer einen gleichmäßigen Schleifkörper, kann damit viel, viel besser, viel, viel gleichmäßiger arbeiten. Bürsten, Entrosten, Lack entfernen ist auch ein ganz großes Thema. Da gibt es auch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Die habe ich mir sogar mal aus dem Lidl mitgenommen. Das heißt, es ist so eine Reinigungsbürste, war unglaublich günstig. Das ist eine Messingdrahtbürste, beziehungsweise die scheint vermessingt zu sein. Da muss man auch mal ein bisschen drauf achten. Nutze ich gerne, um Aluminiumflächen vorzubereiten, bevor ich das schweiße. Das funktioniert auch sehr gut. Ich habe hier einfach mal ein paar Stellen entrostet und ein bisschen Lack abgebürstet, damit man sieht, wie gut das Ganze funktioniert. Also ist wirklich auch eine tolle Möglichkeit. Und dazu habe ich zum Beispiel auch diese Verlängerung. Mit dieser Verlängerung kommt man an Stellen hin, wo man sonst mit nichts hinkommt. Die nutze ich immer dafür, um Anlauffarben an Edelstahlbauteilen zu entfernen. Wenn ich die geschweißt habe, da gehe ich da im warmen Zustand von innen gleich ran. Dann breitet die sich so ein bisschen aus und dann kann man da richtig schön die Anlauffarben entfernen. Hier muss man auch wieder darauf achten. Es gibt teilweise auch sehr große Durchmesser. Auch das ist wieder nur bedingt für solche Geräte geeignet. Also da sollte man immer so ein bisschen Augenmerk drauf haben. Es ist immer ärgerlich, wenn man sich sowas kauft und dann merkt, dass das Gerät das gar nicht hergibt. In diesem Sinne, ich hoffe, das war mal interessant. Wie gesagt, ich habe jetzt beim Videodrehen das Gerät hier auch schon wieder zweimal runtergeschmissen, weil ich aufs Kabel getreten bin, mit allem anderen beschäftigt war. Also die Geräte kann man wirklich empfehlen. Die sind extrem solide, die funktionieren gut, haben eine gute Leistung, man kann da toll mitarbeiten. Bin ich also ein Riesenfan. Und vor allen Dingen, die vibrieren nicht so stark und die liegen unglaublich gut in der Hand. Darum verlinke ich die natürlich hier unter, ganz klare Empfehlung.
Empfehlung, genauso wie diese wunderschönen Fräser. Fräser sind wirklich, ich habe da schon viel ausprobiert. Vieles ist wirklich Schrott oder es ist extrem teuer. Beides braucht man nicht und die sind wirklich sehr, sehr bezahlbar. Kann ich also wirklich empfehlen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß beim Metallbearbeiten. Wenn ihr noch weitere Anwendungen für so einen wunderschönen Gradschleifer habt, ich bin da wirklich ein Riesenfan von, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.